Was machen wir im Innenraum mit einer Poliermaschine? Klavierlack polieren? Nicht ganz. Was wir mit einer Poliermaschine auf Leder anstellen können, zeigen wir euch in diesem Video. Fürs Video kleben wir jetzt hier einen Testbereich ab. Aus gegebenen Anlass bitte nicht nachmachen. Für eine Lederreinigung ist das nicht nötig. Wir geben etwas Schaum direkt auf die Maschine. Das sorgt einfach dafür, dass wir weniger Spritze haben und tragen das in Teilbereichen auf. Wir sehen eigentlich immer ganz gut, ob der Schaum ausreicht oder es trocken läuft. Man sollte natürlich vermeiden, dass es trocken läuft, um die Hitze zu reduzieren. Deswegen auch eine Exzentermaschine. Nachdem wir den Schaum verteilt haben auf einer geringeren Stufe, nehmen wir eine Leistungsstufe, wo die Maschine auch vernünftig dreht. Das ist bei der Flex PXE jetzt hier die Stufe 4. Und bearbeiten Bereich für Bereich. Und der Vorteil an der nicht extremen Schaumbildung, sondern dass der Schaum sich im Schaumstoffschwamm verteilt und immer wieder freigegeben wird, ist, dass wir direkt auf der Oberfläche sehen, wie das Reinigungsergebnis ist. Das heißt, wir müssen nicht zwischendurch runterwischen oder aber zu lange reinigen, was natürlich auch im Sinne der Effizienz besonders schonend fürs Leder ist, aber auch unsere Zeit schon. Von daher Vorteil für alle Bereiche. Wichtig ist auch hier, einen weichen, offenporigen Schwamm zu verwenden, einfach um den Lederreiniger gut zirkulieren zu lassen, den Dreck gut abnehmen zu lassen und weniger Hitze erzielen zu lassen. Ich trage noch mal ein bisschen Schaum auf, um dann noch eine zweite Runde zu machen, genauso in die Ecken, wo ich mit dem Schaumstoffschwamm nicht rankomme. Da muss man dann noch mal nacharbeiten. Und hier im 50-50 seht ihr, glaube ich, ganz gut, dass ich das Ergebnis sehen lassen kann und das wirklich eine super schnelle und einfache Methode ist, das Leder intensiv zu reinigen, ohne es zu belasten, sei es durch Akkuschrauberbürste oder was es da noch alles für Methoden gibt, mit der man Zeit sparen kann, die aber doch sehr aggressiv sind. Wie gesagt, in den Ecken und Kanten muss man manuell nochmal nachreinigen, aber gerade für die Flächen lohnt sich dieses Vorgehen mehr als gut sozusagen. Eine schnelle Methode, sehr schonend Leder zu reinigen. Wir haben nicht diese, Belastung wie vielleicht durch eine Bürste, die da irgendwie auf der Oberfläche reibt, sondern haben wirklich einen Schaumstoff, offenporiger Schaumstoff, eine Exzenter, das heißt, es entsteht keine Hitze. Wir können viel Fläche reinigen, ohne, wie gesagt, grob zu werden, ohne irgendwelche Akkuschrauberborsten benutzen zu müssen. Von daher meine neue Lieblingsmethode bei der Lederreinigung. Einzige kleine Ausnahme, wenn man wirklich so viele tiefe Falten hat wie hier, würde ich da wirklich noch mal mit der Bürste reingehen, um wirklich in die Falte reinzukommen, ausgewählt. Oder aber den Lederreiniger im Moment wirken zu lassen, damit er auch wirklich da arbeiten kann und dann sauber nachwischen. Denkt dran, nach der Lederreinigung immer gut pflegen, das ist das A und O. Probiert es einfach mal aus, ob es euch gefällt. Achtet nur drauf, offenporiger Schwamm, weicher Schwamm, nicht so viel Hitze und wirklich genügend Lederreiniger, damit es schön gleitet. Viel Spaß beim Nachmachen, haut rein!